Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist Sonntag. Normalerweise zeige ich euch ja sonntags immer, welche Legung ihr ab 15 Uhr als Goodie angucken könnt. Heute habe ich mal ein anderes Goodie. Ich glaube, einige wenige haben das schon mitgemacht. Und zwar hat Sven ein Video gedreht namens Magischer Kubus. Und es geht darum, sich gewisse Dinge vorzustellen, an die führt er euch im Video heran. Und es ist etwas, was mich sehr begeistert hat, weil ich mich selber erkennen konnte bei diesem, ich nenne es mal Experiment. Es ist auch nichts groß Esoterisches, es ist eigentlich reine Psychologie. Und ich würde euch gerne einladen, das für euch selber mal zu machen. Das Video stelle ich heute Mittag um 15 Uhr ein. Sven hat es mir zur Verfügung gestellt, was ich sehr schön finde, denn es ist wirklich eine riesen Erkenntnis für mich auch gekommen, wie ich bin, warum ich bin und wie ich gewisse Dinge handhabe. Und da hätte ich vielleicht schon vorher mal damit machen sollen, wobei mir selber war das nicht bekannt. Und dann ist es auch gut, weil nachdem du dann weißt, wie es funktioniert, dann kannst du es nicht wiederholen, weil du dir diese Erkenntnis, die du jetzt hast, dann wieder sozusagen selbst wegnehmen würdest. Also es ist eine einmalige Sache. Probiert es aus. Mir persönlich hat es unheimlich viel gebracht und auch die Menschen, mit denen ich es dann anschließend probiert habe, treffender könnte man das gar nicht formulieren. Ich wünsche euch da viel Spaß. Ich lasse auch die Kommentare mal auf, damit ihr vielleicht schreiben könnt, wie es euch so ergangen ist damit. Ich bin gespannt. So, dann haben wir hier für heute eine Situation, die von außen ein bisschen angetriggert wird, wo ich sagen würde, dass ein gewisses Genervtsein oder eine unterschwellige Unruhe so nach oben kommen könnte. Hier geht es um Emotionen, die man hat. Die können auch, es kann so Stress sein, dass das Außen mitbringt oder ein Gegenüber von dir. Ein Kernthema kann eine Verstrickung sein, entweder auf dem emotionalen Bereich oder bei den Finanzen. Hier wirst du aufgefordert oder wir, uns neue Türen zu öffnen, genau hinzugucken, wo wir etwas investieren von uns, wo wir erschaffen, schöpfen, wo wir reingeben sozusagen und was das mit unserem Leben, unserem Außen und unseren Gegenübern macht oder wo die Verbändelung damit ist, ne? Ich lege mal noch zwei. Ja, hier kommt man auf irgendwelche erstaunlichen Erkenntnisse. Es ist so, wie wenn sich ein Wissen eröffnet, ein Geheimnis eröffnet, sich etwas zeigt, das einem auf dem Schicksalsweg begegnet und einen auch wieder ermöglicht, nach vorne zu gehen, in eine andere Qualität auch. Ne? Das ist so, als könnte man hinter die Fassade blicken oder die Zusammenhänge im Hintergrund erkennen. Möglicherweise habt ihr hier aus diesem Punkt heraus sogar die Möglichkeit, eine Situation, die sich so ein bisschen ungut anfühlt, entweder auf den Emotionen oder tatsächlich auch mit dem Leben, mit dem Geld, mit dem, was man so braucht, auf eine ganz andere Art und Weise in eine Bewegung zu bringen und somit ein Kreuz abzulegen, eine schwierige Situation zu beenden, eine Stagnation auch, wo man so dieses Ding hat, ich hocke irgendwo fest und ich komme nicht weiter. Und um das geht es, die Erkenntnis darüber, wie was zusammenhängt, also der Blick hinter die Fassade könnte man es fast nennen. Es ist jetzt auch ein bisschen spannend, denn so könnte man das Video für heute Mittag auch nennen. Der Blick dahinter, ne? Was kriegen wir noch?
ziehe mal eine, die sind ziemlich groß. Wahnsinn, das ist so unheimlich passend. Hier geht es um den richtigen Weg, ne? Und die Karte sagt aus, dass wir es lernen sollen, ne? Wir kriegen die Instruktion, das Wissen zu kreieren, nach was wir uns sehnen, ne? Also hier eine Möglichkeit zu haben, die uns schicksalshaft in eine Richtung bringt, in der wir uns schwer getan haben, aus einem Ding zu schöpfen, was uns erfüllt, wo unsere größten Sehnsüchte auch sind. Und hier ist es ganz wichtig, und es ist wirklich ein triftiger Hinweis auch, du sollst zum Beispiel Versprechungen, die dir schon ewig gemacht worden sind, kein Gewicht geben für deinen eigenen Weg, für deine eigene Stabilität. Denn es geht hier darum, dass du kreierst, was du benötigst, dass du dein Leben in deine Sehnsüchte vorwärts bringst, dass du die Mittel auch dazu hast, die es bedarf. Und es geht darum, dass man vielleicht nicht im Jetzt und Hier lebt, weil leere Worte irgendetwas verhindern, das dir eigentlich fehlt, ne? Weil du irgendetwas glaubst oder auf etwas wartest, das dir irgendjemand mal versprochen hat und es kommt nichts. Ne? Ich würde sogar noch weitergehen, du kannst es sogar Zeitverschwendung nennen, weil du wartest auf eine Veränderung, jemand hat diesen Funken in dir ausgelöst und es kommt nichts. Ne? Und in dieser Warteposition fühlt sich das nicht auch unbedingt gut an, weil du nicht vorankommst. Und hier kannst du sozusagen diese ungute Situation verlassen und auf einem ruhigeren, stabileren Weg mit den Mitteln, die du auch benötigst, weitergehen. Ja, mäßige deine Kritik. Das kann jetzt über dich selbst sein oder über denjenigen, der dir vielleicht etwas versprochen hat, das nicht zurückkommt. Es nützt nichts, du kannst es nicht revidieren oder es kann nicht nachgeholt werden. Und anstattdessen darfst du hier tatsächlich deinen richtigen Weg finden, deine Dinge kreieren. Und es geht nicht darum, auf andere zu hören oder sich auch von Geschwätzigkeit irgendwie ablenken zu lassen von den eigenen Dingen. Spannend. Wir gucken mal. Ja, der Engel der Motivation. Hier geht es darum, dass das Leben voller Überraschungen steckt und auch Veränderungen. Und es geht darum, sich in Bewegung zu setzen, wieder die Motivation zu kriegen, auch wenn Dinge vielleicht eine längere Zeit mal sich nicht eröffnet haben oder stillgestanden sind. Und du darfst ja mit Tatkraft, mit erweckter Tatkraft und lebendig hier deinen Weg gehen und die Dinge gestärkt auch anpacken, die dich hier kreieren lassen. Also lass dich nicht entmutigen, höre nicht auf Dinge, die dir immer wieder nur versprochen werden. Kritisiere das auch nicht, denn es bringt nichts. Auch nicht dich selber, dass du es zum Beispiel geglaubt hast. Und nimm diesen Punkt und gehe gefestigt in die Situation, die für dich wichtig ist. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Ich würde mich freuen, wenn ihr viele Kommis hinterlässt für Svens Video, denn er hat sich wirklich viel Mühe gemacht und hat das wunderbar gemacht und auch aufgelöst im Nachhinein. Und diese Erkenntnis dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Ich drücke euch, bis bald.